Well, life has nearly killed me, and my mind has put me on the edge. Life has nearly killed me, and my mind has put me on the edge. Das Wichtigste sind Würstchen, dass der Marco immer motiviert bleibt. Falls der Fall auftritt, haben wir da so ein Werkzeug, das wir graben können. Dann haben wir selbstverständlich Material. Und was ich noch dabei habe, wenn man anfängt, dann kann man die mitnehmen, dann kann man Trüffel drin tun und dann kann man den Maki auch so oder den Hund ein bisschen motiviert behalten. Dann kann er etwas suchen und man weiss es. Schön. Ja, das läuft. Gut. Hey Maki, dann wollen wir gehen. Den Eltern sicher machen. My cup is nearly empty. Got such a long, long way to go. Mein Name ist Simon Hoffmann, ich bin 33, beruflich mache ich Informatiker und meine grosse Leidenschaft ist mit dem Maki Trüffel suchen. Der erste Trüffelfund, nachdem wir ein paar Monate miteinander geübt haben, war eigentlich, wir waren ein bisschen vor Arbeit gestresst, längere Mittag, hatte noch recht viele Telefone zu erledigen und habe einfach gewartet, so ein bisschen in einem Feld, nebendran Bäume. Und so nach 15 Minuten hat er einfach plötzlich nebendran angefangen zu graben. Es ist ihm auch ein bisschen langweilig geworden. Und ich dachte, ja, was hat er jetzt? Das Telefon abgehängt, bin hergeschaut und dann hat er die ersten kleinen Trüffel ausgegraben. Wir haben von Italien ein bisschen grössere Trüffel bekommen zum Üben. Und die er gefunden hat, waren recht klein. Und dann musste ich schon 2-3 Mal schauen, ist das wirklich ein Trüffel? Ich habe ihn dann heimgenommen, ein bisschen angeschaut und dann hatte ich mega Freude gehabt. Überall gefüttert, von jeder Perspektive und eine Frau geschickt und ja, mega Freude gehabt. Wir hatten Frühlingstrüffel und die hören so auf Anfang April. Und dann ist Pause und wir finden dann so Gundennasentrüffel, die sind noch klein. Die sind nicht so essen, die haben wir gefunden. Und jetzt warten wir natürlich auf die Sommertrüffel. Aber für einen Hund spielt es keine Rolle, wenn es nur Trüffel findet. Die Freude bleibt genauso, wenn man nur einen kleinen, ungenießbaren findet. Gell, Aki? Oder einen schönen Trüffel, das spielt für einen Hund keine Rolle. Da hat es Freude. Und das geht's. Vielleicht finden wir einen Hundenasentrüffel. Und die letzten Tage hat der Maki schon ein bisschen angefangen zu wühlen, wo er schmeckt auch schon etwas, weil die wachsen momentan. Und dann kann es sein, dass er natürlich schon das Pilzgeflecht schmeckt. Aber es ist nichts vorgekommen. Dann ist er auch ein bisschen deprimierter Maki. Und der wird natürlich auch etwas finden. Aber jetzt schauen wir mal. Also, so wie ich früher unterwegs war, ist halt sehr geleitet von, ich hatte so ein bisschen meine Vorbilder im Beruf oder im Alltag, so gehabt, ja, die Chefs oder andere Leute, die irgendwie etwas erreicht haben beruflich. Und dann eiferst du dem nachher, oder? Und machst halt Überzeit oder machst noch ein Projekt mehr und willst immer mehr. Und das war so ein bisschen eine Lernkurve, eben, um zu merken, das ist nicht alles. Es hat recht lange gebraucht, bis ich aus diesem Teufelskreis rauskam. Sehr anstrengend war. Es ist mir wirklich sehr schlecht gegangen. Irgendwann habe ich gemerkt, ich bin echt dauerhaft unglücklich. Ich dachte, das kann es nicht sein. Und habe mich auch ein bisschen in die Materie eingelesen, um zu merken, was muss ich machen, dass du innerlich eigentlich wieder glücklich werden kannst. Und meinem früheren Ich würde ich eben sagen, ja, es gibt noch Wichtigeres. Oder du solltest dich auf die Sachen fokussieren, die dir das echte Glück geben und nicht nur das vermeintliche Glück. Zum Beispiel, ja, wenn man lange gearbeitet hat, du bist müde, bist ein bisschen ausgelaugt, kommst zurück und dann trinkst du deine paar Bier, hast das Gefühl, du bist jetzt glücklich, du hast etwas erschaffen, du hast jetzt deine Bier, aber innen drinnen bist du genau gleich unglücklich wie vorher.
Da hast jetzt gerade 1, 2, 3, 4 Buchen hast du jetzt hier. Und dann sieht man hier den Kalkanzeiger oder Waldmeister. Oder? Das ist jetzt ein Vorzeigeplatz eigentlich. Das Licht kommt schön rein, du hast Buchen, du hast eine Wiese ohne grosse Vegetation, du hast die Pflänzchen, die dir den Kalk oder den Boden anzeigen, der gut ist. Wenn du das halt regelmässig machst, dann fällt dir auf, dass überall, was Trüffel hat, hat es von diesen Fliegen. Ich warte, bis der Trüffel reif ist und dann gehen sie genau oben drauf und legen ihre Eier. Und so tun sie sich eigentlich vermehren. Und wenn du die Fliegen siehst, dann hat es garantiert Trüffel. Oder es wird in ein paar Wochen Trüffel haben. Jede Jahreszeit bedeutet andere Arten von Trüffeln und andere Habitate. Das heisst, du musst immer nach einem anderen Ort suchen. Im Sommer eher Waldrand und im Herbst im Waldinneren. Also, du musst oft mehrmals durch die Wege laufen und jede Jahreszeit hat seine Eigenheiten. Die Trüffel sind nur ein paar Tage haltbar. So nach 3-4 Tagen werden sie schon nicht mehr so gut. Also solltest du die eigentlich, wenn du sie findest, sofort essen. Innerhalb von 1-2 Tagen sind sie am besten. Sonst wäre es einfach schade. Und die kannst du auch nicht konservieren gut. Trocknen geht nicht. Einlegen, dann verlieren sie den Geschmack. Eingefrieren verlieren sie Konsistenz. Also, es ist nicht so wie bei Steinpilz oder Morcheln. Es ist wirklich, dort die frisch essen und genießen. Der Maki isst die auch sehr gerne. Wenn er einen kleinen findet, dann ist er weg. Wenn ich zu wenig schnell bin, dann ist er weg. So sie ist also Verdienst. Er hat die auch gerne. Mama. So, ist dann wieder super. Bei uns Tafrat überall auf den Hof und so. Und dann putzt er aber sein Böckchen, das liegt. Song. Ein bisschen Sauberkeit muss es sein. So ein bisschen zu Anfangen, etwas zu ändern, ist einfach auch mega schwierig, weil du bist so in deinem Film drin. Du hast 100'000 Ausreden und morgen höre ich auf oder jetzt suche ich mir einen neuen Job oder jetzt muss ich da etwas machen. Aber es ist so schwierig, dort rauszukommen. Und wahrscheinlich ist es schon so, dass mit dem Maki, wenn du da so in unschuldige Augen hineinschaust, wenn du irgendwie wieder am Abend um 10 Uhr halbes betrunken heimkommst und nach einem anstrengenden Tag, wo einfach nichts mehr für ihn machen kannst, und er schaut dich an und denkt, so, jetzt hat er wieder eine Scheibe. Ich glaube, so, das löst in dir innen viel aus, wo du dann wirklich innen realisierst, okay, jetzt musst du etwas ändern. Weil schlussendlich schadest du dir selber. Man merkt es nicht und wirklich aktiv etwas zu ändern, war das Schwierigste von mir aus. Und ich sage es immer wieder, ich kann es nicht beweisen. Ich glaube, der Maki hat viel dazu beigetragen, dass ich da wirklich den Zünder habe gefunden habe, um etwas zu ändern. Ja, und wir schauen, Maki. Wollen wir schauen? Und jetzt gehen wir da bewusst den Waldrand, wo die Sonne schön herkommt, ein bisschen wärmer ist. Und mal schauen, ob der Maki etwas findet. Ja, vielleicht, he? Ich gehe gerne am Mittag, Mittagspause, so eine Stunde, 1,5. Das ist herrlich, ja. So ein bisschen Break vom Arbeiten, ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Ein bisschen bewegen, das ist wirklich noch schön. Ich habe gelernt, dass man einfach auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen, ausschalten und wirklich mit im Kopf etwas machen, das nicht so hektisch ist.
der Beruf, den ich mache, also ich bin Informatiker und dort ist auch immer alles Neues, immer neue Features. Kennst du ja, alle Wochen kommt irgendwie ein Update raus, so ist der Beruf, oder? Da solltest du immer dranbleiben. Und hier in der Natur, das ist seit tausenden Jahren beständig. Also die Trüffel haben sie schon vor 5000 Jahren gefunden, genau gleich wie jetzt, oder? Und das ist echt so eine Beständigkeit. Du kannst dich immer auf die Sachen verlassen, es bleibt gleich. Und das ist sehr gut für den Kopf, weil es ändert nicht viel und du kannst mit der Natur gehen. Ich würde sagen, das ist einfach ein innerliches Vertrauen. Wir können nicht miteinander reden, aber wir verstehen uns blind. Das heisst, er kann mehr lesen, er tut mich 7/24 beobachten und weiss genau, wie ich mich fühle oder was ich vorhabe. Und auch ich musste lernen, wie kann ich den Maki wahrnehmen, wie kann ich ihn lesen, dass er sich auch wohlfühlt und ich auf seine Bedürfnisse eingehen kann. Darum würde ich sagen, es ist wirklich ein teures Vertrauen, das wir hier haben. Ja, das sind die Hohltrüffel. Die sind ungenießbar, die schmecken ziemlich intensiv. Die findet ihr immer so ein paar Wochen vor, bevor die Sommertrüffel wachsen. Wir haben eigentlich angefangen, wirklich ohne Kurs zu machen und haben recht schnell gemerkt, wie spannend eigentlich das ist. Es gibt ganz verschiedene Trüffelarten und auch unterirdische Pilze, die aussehen wie Trüffel, aber eigentlich gar keine Trüffel sind, sondern einfach Pilze, die knollenartig wachsen unterirdisch. Und mit dem Austausch mit den vielen Leuten, die wir kennengelernt haben auf Social Media, haben wir natürlich auch ein bisschen lernen und merken, der ist genießbar, der ist ein Edu-Trüffel oder das ist einfach so ein Wintertrüffel, den es nur im Winter gibt. Und zum Beispiel den Frühlingstrüffel, den haben wir einfach nur durch den Austausch eigentlich kennengelernt, wo plötzlich jemand hat angefangen in der Schweiz die Frühlingstrüffel zu suchen. Dann musst du den Hunger neu konditionieren und musst wie von vorne anfangen und auf ganz andere Anzeiger oder Bäume achten. Und so lernst du eigentlich täglich etwas Neues dazu. Plötzlich lernst du schon alles. Es gibt jetzt in Italien eine Trüffelart, die sie noch gar nicht gefunden haben. Wir sind auf Italien, dass wir dort auch ein andere Trüffel probieren können oder Weiss und solche, die wir in der Schweiz gar nicht haben. Und wenn ich aber Lives mache in TikTok, dann schreiben Leute von Holland, von Iran, hey, sie suchen im Trüffel und haben die und die Arten, die es hier nicht gibt. Und das ist mega spannend. Nachdem ich die ersten Trüffel gefunden habe, habe ich auch ein neues Handy mal gekauft und so ein bisschen Videos gemacht und einfach gemerkt, wow, das sieht noch schön aus. Und einfach die Freude, die ich verspürt habe beim Trüffelsuchen, wollte ich einfach festhalten und habe einfach dann angefangen, die Videos ein bisschen aufzuladen. Und habe dann gemerkt, dass die Begeisterung ein bisschen durchdringt, dass sehr viele Leute das schauen und auch Freude haben und viele Fragen haben, ob sie das auch machen können. Und der Aspekt war immer, dass ich das ein bisschen probieren, Freude vermitteln, dass andere vielleicht auch probieren, mit dem Hund das zu machen, dass sie genauso viel Freude haben. Und ja, wir haben auch gemerkt, gewisse Videos sind vom Algorithmus recht gepusht worden. Wieso, weiss ich bis heute noch nicht. Das ist mega cool, wir haben viele Feedbacks bekommen. Und der Cedric hat zum Beispiel auch noch gefragt, für eine längere Doku zu drehen, etwa 20 Minuten. Auf Englisch war eine Challenge und so hat sich das ergeben, dass wir auch mit Leuten die Trüffeltouren machen konnten, mit denen reden konnten. Das ist natürlich mega spannend. Und diesen Platz habe ich jetzt 2 Wochen lang in Ruhe gelassen. Vor 2 Wochen habe ich auch schon gefunden und es hat gut gekommen, weil der Regen macht wirklich das Trüffel wachsen. Und man sieht überall das Pilzmyzel am Boden, also bei den Wurzeln. Und das ist immer ein gutes Indiz, dass es anfängt. Und vorletzt habe ich ja Trüffelfliegen gesehen und dann weiss man, jetzt sind sie langsam reif. Und es ist auch immer wichtig, dass sie ausgasen, dass auch die Tiere die Trüffel schmecken. Weil oft sind sie schon im Boden, aber noch nicht reif und der Hunger läuft einfach drüber, weil er schmeckt sie noch nicht. Ich glaube, jetzt ist die richtige Temperatur und das Wetter, dass die Trüffel vom Hund geschmeckt werden. And then also maybe with the filming, to make it more interactive, we have to think of different ideas. So if you have something as well that you think could make it a little bit more interesting, we can add it in. Yeah. Smoking on his I swear really got me fried. I've been through a lot of The reason why I'm here today with Simon and Maki is because we're doing some truffle hunting. I came across his channel, I think several months ago, and I was just so surprised. I didn't think that here in Switzerland you can actually find truffles.
And so yeah, we reached out. We were hoping we could see if we could make a video together because I'm sort of on a journey at the moment to sort of showcase what sort of makes Switzerland great and what it has sort of to offer. And so yeah, we reached out. Thankfully, Simon said yes. Let's do a video together. So here we are, and it is just so far incredible. I mean, it is super cool. We're just finding truffles, just sort of plucking it from the soil, and yeah, very, very cool. Morning. He's always looking for truffles, and if he walks, then and when he walks to a scent of the truffles, then he will find them and he will dig them up. So he will always looking for truffles. Has he always like looking for a place and then he comes back, or once he knows the scent, he knows it's there? When he Or is it smells a bit the of scent, he knows he's there, and then he's looking for the specific point. Now he dig. Fine, Maki, super. Super. That's a truffle. Oh, that's crazy. Fine, Maki. That is so cool. Yeah. But that's Smell them. Fine, Maki, super. Fine. wow. That's so dope. That's really cool, huh? Just Yeah. one dig. Truffle. But that's so funny because that's kind of like almost a walkway, right? yeah, just I a would walkway, imagine it so- may be sort of like deeper. Yeah, truffles are Yeah. also in parks. Like you never believe that they are truffles. You chill at the park and Yeah. dog goes dig in. That's crazy. That's crazy. Now, this size, is that sort of a regular size that you find here in Switzerland, or is it a bit? Sometimes they are even bigger, like like a fish, really size. Yeah. Some are small. I like the smaller one because they look more nice on the pasta. Correct, yeah. Yeah. Yeah, true, when you shave it, yeah. Yes. You see the white one. This is the fungus actually. Okay. The mycelium of the fungus. Maybe we have a better one next time. And then what, the truffle grows on this, or? They grows on it. They take all nutrition from this Yeah. small roots of the trees. So this truffle is really hard and a good consistency, and this one is good and perfect because when it's too long in the soil, he gets very soggy and wet. Or if you have some maggots, then he would be also wet and you can have some damage. But this one is hard. This is a good one. Very nice. It's not open. It's like picking goals from the People gonna think that you just put it and look. Yeah. But it's crazy. But first we That's have to find- crazy. No, really, they grow together, or Yeah. even 3 or 4 truffles at one place. Yeah. Perfect. And are they always like that? So they're not like further in the soil. It's really like above. I mean, at ground. Sometimes they really are further, fine. and up to 20 or 15 centimeters. Okay. But in the summer, they another one. Another one, So wow. fast. In summer, they really like to grow. At the surface. Yeah, at the surface. Okay. So much action with Maki. The white spots. This is the mycelium, the fungus. Yeah. So it is really a network of fungus in the soil. It is meters across. You see, this is a very complex network. And this is the white one. Now, is this good or bad? And you can brush this up. Oh, you can brush it up. That's really the fungus, and the truffles are like the fruits. So you take out the fruits, and the fungus stays in the soil. Yeah. And you see this one have maggots. Oh yeah, true. Yeah, you cannot eat that. This one is nice. Yeah. Soaked apart from the rain, or maybe some maggots inside. See, this is this is the bigger one. Massive. Yeah. Maybe 120 grams. Yeah. Fine, Maki, super. You just said something to each other that you remember this spot now. Is that? Yeah, for sure. I know. Normally on this side we have truffles, so Okay. when I know this or I see the truffle flight, I send him direct to there, so he can. Okay. Mit dem Hund hat sich natürlich dann ergeben, dass ich mit einer Trüffelsuche angefangen habe, einfach nur trainiert mit ihm. Und dann habe ich gemerkt, hey, du kannst in dieser Zeit abschalten. Du musst dich nicht mehr um die Arbeit fokussieren, sondern ich war gedanklich im Moment mit dem Hund. Und ich habe das einfach so weitergezogen, dass ich da wie den Switch gemacht habe. Ich habe gedacht, so, komm, jetzt ist gut. Dann habe ich den Job gewechselt, habe mit dem Alkoholtrinken aufgehört und habe mich einfach auf das fokussiert. Und als Ausgleich hat sich dann ergeben, dass ich einfach jeden Tag bin
Trüffel suchen und so ein bisschen die Erlebnisse und die Freude, das hat es dann wie ausgeglichen. Oder das, was vorher das Gefühl hast, du brauchst es, du hast eigentlich mit etwas Positiven wieder auffüllen. Wir haben Ende September ein Herbststelle. Die Blätter haben langsam ein bisschen Farbe. Und das bedeutet der Start für die Hauptsaison der Trüffel. Herbst ist die Reifezeit und dann sind sie wirklich reif. Dann hat es auch viel. Dann hat es die meisten Trüffel und die Plätze eigentlich voll. Da waren wir schon im Sommer. Wir waren auch schon im August, Anfang Sommer. Und jetzt sehen wir den Unterschied, ob es mehr hat oder ob sie reifer sind. Magst du da schon etwas am Essen? Hast du jetzt den Trüffel gegessen? Wollen wir weiter oder hat es etwas? Es hat jetzt auch geregnet, die ganze Nacht und heute Morgen. Viel genug Feuchtigkeit herum, was ja wachsen kann und wo der Hund richtig gut schmeckt. Schau da, Feinmacki. Bravo. Das ist herrlich. Sie sind richtig reif, das schmeckt man wirklich schon. Müsstest du die Kamera durchschmecken. Richtig gut. Ich habe jetzt noch ein zweites drin. Nein. Aber da ist der Boden. Der Boden da ist sehr gut. Das ist wie so sandig und kiesig. Und das ist perfekt für Trüffel. So, das Loch wieder zu, dass die Wurzel und das Myzel nicht austrocknet. Und Maggi will natürlich schon weiter. Das macht Freude. Das macht Freude. Ja, Maggi ist sehr konzentriert heute, das ist gut. Oh, fein. Ein bisschen Zeugelle. Jetzt einmal schauen. Oh. Ich graben. Aber ja, ist so cool, wenn man so zusammen graben kann. Wo ist es denn? Ein tiefer rum. Dann sollen wir sein Ohr lüpfen, sonst sehe ich es nicht. Da ist er. Da ist er, ja, super. Schau jetzt. Das riesige Ding. Oh, Feinmacki. Wow, super, Macki. Fein hast du das gemacht. Super. Ich bin natürlich auch immer sehr freuen. Ich freue mich natürlich, aber auch für einen Hund zeige ich meine Freude. Der spürt das, der weiss, wenn ich etwas Positives finde. Und das verknüpft er natürlich auch. Also Kommunikation mit dem Hund ist sehr wichtig und man kann auch ein bisschen übertreiben. Jetzt hast du einen gegessen. Ja, siehst du jetzt? Den hat er schon angebissen. Der hat das natürlich auch gerne. Gell, Maggi? Du hast das natürlich auch gerne. Super hast du das gemacht. Super. Jetzt noch mehr drin. Ah. Das ist so schön Marmorierung. Da hat er schon ein bisschen genommen. Das ist jetzt recht schön dunkelbraun-weiß. Gute Reife, guter Geschmack. Geil. Richtig schön, richtig schön. So, jetzt muss ich ihm ein bisschen helfen. Jetzt hat er etwas geschmeckt. Jetzt nimmt er die Stöckchen, beissen, weil er kommt nicht dazu. Dann sage ich, es ist eine Teamarbeit. Ich helfe ihm natürlich, dass jetzt sein Trüffel kommt, das ich ihm zwar wegnehme, aber ist ja gleich. So, die Wurzeln. So, jetzt kann er graben. Guck Gott, dass er da keine Scherbe hat. Lieber zwickt es mehr einen als ihm. Wo ist es denn? Warte. So. Schon ein bisschen. Ah, die Wurzeln. Tu nicht.
So. Ja, da liegt natürlich auch viel Zeug rum. Hilft dir ja. Mega im Zeug. Du siehst, ich kann da ziemlich gut graben bei der Erde. Wo ist es denn? Ist auch ein Teufel da. Warte, Maki. Ah, da. Da ist er. Schau jetzt. Der ist wirklich richtig tief. Hä? Das ist wirklich so, in dieser Grösse haben sie um die Jahreszeit. Da sind sie wirklich gut kompakt und dann wachsen sie auch, das merkt man. Die sind grösser. Super, Maki, hast du das gemacht? Gut, nicht vergessen, das Wichtigste. Sehr schön. Wow. Ach, das ist so gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber manchmal spüre ich einfach und dann, wenn es nicht regnet, dann muss ich einfach gehen. Da habe ich die Plätze schon im Hinterkopf und weiss, jetzt ist Zeit. Und wenn man ein paar Tage zu spät ist, dann kann es dann eben sein, dass sie schon gefressen wurden oder dass sie schon übergehen und dann ein bisschen vergrauen. Du musst den Zeitpunkt musst auch ein bisschen treffen. Und heute ist perfekt. Könnte nicht besser sein. Ich checke den Maki nochmal daher, wo er geschmeckt hat. Makeli, willst du noch mal schauen? Da? Fein. Tun wir noch mal suchen. Hast du etwas vergessen? Tu noch mal schauen. Warte, da sehe ich schon wie ein Käfer rumsäckeln. Das ist wahrscheinlich der Trüffelkäfer. Dann müsste da schon etwas rein. Nein, ich schmecke ihn, glaube ich schon. Irgendwo hier muss er sein. Also, Schatzsuche. Der ist wirklich auch tief. Ist da etwas? Zeigen? Wow, ist der... Ich sehe jetzt noch nichts, aber wir graben jetzt einfach weiter. Das ist echt da unten. Das ist echt da unten, Maki. Tu ihn mal zeigen. Nein, du es zeigen. Ich glaube dir schon, dass da etwas ist, Maki. Warte. Ich spüre ihn. Ich muss einfach mit den Hängen schauen. Ich probiere da mit der Schaufel einfach so rauszuhebeln. Kannst eben gut, weil die Erde sehr locker ist. So. Ja, super, Maki. Super. Der war doch jetzt schon eher tiefer. So findet man es eigentlich selten. Und wenn sie so tief sind, dann gibt es weniger Käfer- und Insektenbefall. Wo sie ein bisschen, ja, ich weiss auch nicht genau, vielleicht ein bisschen kompakter und tiefer in der Erde sind. Sehr gut. Super, Maki. Wow. Sehr gut. Dann gibt es hier wieder feine Raclette bei den Kunden. Wir haben ein paar Bestellungen, darum bin ich auch suchen. Etwa 150 Gramm, die die Leute bestellt haben. Vor allem für Raclette, wo jetzt natürlich wieder die Raclette-Saison ist. Darum bin ich jetzt heute schauen, den Platz, wo ich genau weiss, wie viel Gramm ich brauche. Und ja, dann tue ich das entsprechend so terminieren. Heute oder morgen werde ich auf jeden Fall gegangen. Und ich habe selber auch wieder mal Lust auf ein Raclette. Und die Nachbarin hat auch geschwärmt vom Trüffel-Raclette. Wir haben eins vorbeigebracht. Und sie möchte auch gerne wieder mal eins.
So, das war jetzt wichtig. Hat es noch mehr Macki? Ja, das schmeckt wieder etwas. Ist aber herzig, manchmal tut er. So nur mit einer Pfote, recht vorsichtig. Es ist wirklich cool, wie er so auch ein bisschen entwickelt hat und auch gelernt hat, wie er muss. Das war jetzt wirklich super. Er hat ganz vorsichtig, bis er rausgespickt ist. Das ist dann schon schön. Und dann noch im Buch hin. Super. Bravo, Macki. Super. Jetzt noch einen zweiten. Vielleicht jetzt noch einen zweiten, gell? Nein. So, jetzt zu. Hast du gesagt, aus. Hätte er noch schon essen. Super. Warte. Zu den Bierflaschen. Alles Mögliche. Zeig's. Ich helfe dir ja. Wo ist das Trüffeli? Macki, aus. Du es zeigen. Wo ist das Trüffeli? Hat es nichts? Fiss ja. Die Trüffeli. Das war schon die ganze Sache. Ich habe sie natürlich nicht gefunden, ich habe grösser erwartet. Fein, Macki, super hast du das gemacht. Ich war falsch. Ja, bist ein Feiner. Entschuldigung, ich habe es nicht gefunden. Das ist gut. Fein. Darum hat er auch ein bisschen gefrustet, da, wo er hat eigentlich den Trüffel geschmeckt, er hat gegraben. Und das war so klein, das ist dann fort. Und er konnte es nicht mehr richtig lokalisieren. So Situationen einfach weitergehen oder wir finden einfach den kleinen Trüffel und wir wissen, warum er dann so ein bisschen reagiert hat. Haben sie auch gefrustet. Wenn es nicht klappt, dann fährt er dann auf ein Stöckchen beißen. Das passiert immer wieder. Jetzt beim von Tafeldenkmal, wo man schön über das Gürbental sieht. Da bin ich sehr oft mit dem Macki am Morgen früh aufgelaufen, um den Sonnenaufgang noch vor der Arbeit anzuschauen. Und dieser Ort hat mir noch sehr viel Kraft gegeben und geholfen. Und da realisiert man wirklich, wie wichtig es ist, einfach mal so ein bisschen ruhige Momente zu haben und zu realisieren, was man alles hat. Weil man hat doch sehr viel Glück hier in der Schweiz, man hat wunderschöne Natur. Ich habe eine super Frau daheim, die immer bei allem dabei ist und mitmacht. Ich habe den Macki, ich habe eine tolle Familie, coole Freunde. Und für diese Sachen zu realisieren, hilft es doch, wenn man so an Orten ist, wo einfach mal so ein bisschen in sich hineingeht. Wir haben im Frühling Trüffelbäumchen geimpft mit Trüffelsporen und jetzt ist regnerisches Wetter. Ein halbes Jahr später setzen wir die jetzt. Wir machen Löcher, setzen die Bäumchen rein und dann können sie so tiptop wachsen.
17 Bäume insgesamt gesetzt. 5 davon sind Perigord und die anderen 12 sind Sommertrüffel, Herdtrüffel. Ja, in 7 Jahren gesehen, wie das geklappt hat. Maggi hat tatkräftig mitgeholfen. Und ja, wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir die noch bei diesem wunderschönen Ort setzen. Wir haben hier Leute Bekannte, die das ermöglicht. Dann können wir alle zusammen die Trüffel suchen. Die Social Media Sachen haben wir auch mal mit dem Konstantin schreiben, wo er ist sehr bildbegeisternder Mensch. Er geht auch Morcheln suchen. Und durch das oder einen gemeinsamen Kontakt sind wir dann mal zusammen auf eine Morcheltour gegangen. Wir haben noch ein Video gemacht und er ist sehr auch mit dem Kochen und Pilze, wie kann man Pilze und Trüffel eigentlich weiterverarbeiten, wie kann man das Optimum rausholen. Und er ist da ein super Typ, der da wirklich sehr viel Herzblut reinlegt. Wir haben dann schnell mal mit ihm so ein bisschen Sachen ausprobiert und Kontakt gehabt. Ihm natürlich auch Trüffel geschickt, immer wieder, auch zum Probieren oder die verschiedenen Arten. Und so ist das dann entstanden, dass wir auch die Trüffel ins Bierhübeli schicken, dass er das dann auch anbieten kann. So ein bisschen als Extra auf sein Risotto, noch ein bisschen veredelt mit den Burgundertrüffeln. Ich heiße Konstantin Niederhaus und bin gelernter Koch. Ich arbeite im Bierhübeli seit fast 5 Jahren als Küchenchef mittlerweile. Schon ja, seit 4,5, 5 Jahren. Simon hat gestern Nachmittag ist in den Wald gegangen und hat die Schätze entdeckt mal wieder mit Maggi. Und ich freue mich, die natürlich zu verarbeiten. Also heute kochen wir Trüffelrisotto und Pasta, Tagliatelle mit Trüffel. Und Risotto koche ich auf meine Art. Viele kennen das klassisch, wird Zwiebeln mit Knoblauch angedünstet in Butter. Ich tue das ein bisschen anders zubereiten. Ich mache Risotto in Olivenöl anrösten quasi sozusagen, bis das wirklich wie, wenn du kennst vielleicht, wie man Popcorn macht, ähnlich, bis das Trüffel langsam anfängt Rost zu bekommen leicht. Dann tue ich das Ganze mit Weißwein ablöschen, ein bisschen Bouillon drin und nachher am Schluss kommen die Zwiebeln und Knoblauch rein. Und dann wird das Ganze langsam vor sich hin köcheln. Genau, nachher am Schluss mache ich natürlich ein bisschen Butter rein zum Geschmack und am Schluss dann Parmesan. Ich bin so ein Mensch, der gern wirklich auf regionale Produkte schaut und nicht irgendwie welche im Internet bestelle oder sonst was, weil da weiß ich ganz genau, okay, das kommt. Am besten würde ich selber, so wie ich früher auch viel gemacht habe, würde ich selber in den Wald gehen, das Zeug sammeln. Habe ich auch sehr viel gemacht hier mit Steinpilzen. Habe ich gesagt, hey, regional, saisonal, was willst du mehr? Die Leute haben Freude. Am Anfang haben wir natürlich schnell viele Trüffel gefunden und wir essen die sehr gerne selber, aber irgendwann ist es fast zu viel, dann geben wir die ein bisschen weiter. Und wir haben auch ein bisschen aus der Unterhaltung mit anderen Leuten gemerkt, wir müssen die auch zu einem gewissen Gegenwert verkaufen, weil es ist gleich viel Arbeit und es ist immer noch ein exklusives Produkt. Und wir haben dann auch in diesem Zug sind wir dann auch Mitglied geworden der Schweizerischen Trüffelvereinigung, die Marktstände eigentlich organisiert in der ganzen Schweiz. Und dadurch haben wir natürlich auch Leute kennengelernt, haben die Trüffel austauschen, wir haben die auch zur guten Qualität verschicken, haben davon viel gelernt, wie man die aufbereiten, wie kann man die eigentlich weitergeben, dass jemand auch damit etwas kochen kann oder dass man die an Marktständen verkaufen kann. Ja, hier machen wir es aber so, wo ich direkt, und wenn ich sehe, jetzt ist die Wertung der Öl. Ich tue es noch den Bürsten, ich tue es schnell in den Kübel rein. Und noch was anderes. Oh, schau jetzt. Die Weiss. Das sind die Weissen. Ja. Die sind weniger immer verfressen. Das ist Sanguinulli, glaube ich, so heißen die. Irgendwie. Die, was wir röten sind, ja. Die sind anders. Ja, Ja. sagen sie intensiver vom Geschmack.
wenn ich jetzt auf Berndeutsch sage, Trüffel ist einfach so eine geile Sache. Oder? Wenn man den mal gefunden hat, ja, der hat es gepackt. Das ist ein Mythos, das ist ein Kult, die lieben überall. Mein Hund hat noch sehr, sehr gerne. Nimmt ab und zu mal ein bisschen, was ich dann weniger gerne habe. Aber Trüffel ist halt einfach etwas Sensationelles. Der hat Pfosten so gut ausgesehen. Und dann schaut man rein. Ende Saison, wir haben noch ein paar gefunden. Es hat wieder einen Schub gegeben, nach dem vielen Regen und Schnee. Es hat schon ein bisschen gefroren. Das bedeutet, es gibt aber noch ein bisschen Schübe. Und jetzt haben wir da wirklich noch eine gute Menge, die wir noch verschicken können. Und jetzt tue ich die Bürste, nachdem ich sie mindestens einen Tag draussen trocknen lassen. Und da sieht man nämlich auch, ob sie Schäden haben oder nicht. Da tue ich sie, ich sage dann mal, ein bisschen rüsten, also trocken bürsten. Und schauen, dass da wirklich keine Schäden dran sind. Und dann kann ich ab und drauf klopfen. Und wenn es eben Hohlstellen hat, dann hört man das schon. Dann nehme ich das Messer und dann kann man da wirklich eigentlich schauen, ob es innen drin hohl ist. Das passiert dann, wenn die Käfer eben den Trüffel schon essen. Und dann schneide ich so viel weg, bis es nicht weitergeht. Und ein bisschen wegschneiden, das ist okay, jetzt tut dem Trüffel auch nichts. Oder wenn er ein bisschen Fraßspuren hat, macht das auch nichts. So. Tale muss da aber noch einen Blick drauf werfen, die sieht das besser als ich. So. Wenn er schön kompakt ist, dann ist er frisch und hat er auch nicht zu viel Fraßspuren. Sonst sind sie dann so schwammig, aber der ist ziemlich massiv. Ich habe es mal ausgerechnet, oder wir führen eine Liste, wo wir eigentlich alles notieren und auch die wir verschicken. Und es müsste schon bei 10 Kilogramm haben wir sicher verschickt, und zwar solche, die gute Qualität sind. Aber gefunden ist natürlich deutlich mehr, aber die Mehrheit der Trüffel landen dann wieder im Wald, wo wir die Reste, die wir jetzt hier abschneiden, und die nicht so schön sind, die tun wir dann wieder zurück im Wald. Also darum, ich wege eigentlich aber gar nicht den Fund, sondern erst, wenn ich sie gerüstet habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Päckchen gibt es, die heute auf die Post kommen, vor der 6. Und dann kommen sie am nächsten Tag frisch an bei den Leuten. Und wir tun das so mit einem, das ist eigentlich wie ein Briefversand, der weniger als 5 cm ist. Und so können wir es eigentlich gewährleisten, dass sie so wenig wie möglich unterwegs sind. Und das ist schon der Trüffel, der nicht leidet, sondern der kommt wirklich schön frisch an. Und ein bisschen viel Fraß. Und wenn ich da zu viel wegschneide, dann sieht er halt auch nicht mehr so schön aus. Da kann man immer noch den brauchen zum Üben. Mit den Hüngen, die wir auch verschicken. Oder er kommt die Wurst. Da muss wirklich das Zeug gut weg, weil da tut sich auch die Feuchtigkeit sammeln. Und wir kennen die Feuchtigkeit und Lager ist immer so eine Sache. Dann braut das Zeug natürlich auch. Aber der da ist jetzt recht verfressen. Das ist echt typisch bei den grossen Trüffeln, die schon länger im Boden sind. Da sind natürlich viele Viecher dran schon. Viele Käfer oder Schnecken oder Mäuse. Dann muss man tendenziell immer ein bisschen mehr wegschneiden. Dann sieht man es gut. Fein sind sie aber trotzdem.
wenn man so ein bisschen aussortiert, sieht man eigentlich die Arbeit, wo wenn man sucht, dann rennt man vom einen Trüffel zum anderen und man weiss dann aber nicht, ob es wirklich schöne sind. Und wenn man dann so ein bisschen alle voran hat, dann sieht man dann erst, wie viel das man gefunden hat und wie viel gute Lieder Maki hat bekommen. Mitte Januar, es hat geschneit und ich gehe jetzt mit der Maki schauen, ob es Wintertrüffel hat. Egal wie kalt, die wachsen immer und so kann man das ganze Jahr, egal welche Witterung, kann man Trüffel suchen. Ja, da war ich gefunden, er ist weggespickt im Schnee. Ah, Wintertrüffel. Ah, fein. Ah, fein. Sie sind klein, gibt es nur in einer kurzen Zeit, aber schmeckt intensiv, jetzt wirklich sehr fein. Da hat er auch noch gedeiht. Das geht ihn schon am Gring machen. Weiss. Er hat Interesse. Die sind manchmal nur so Murmelgrösse. Ecklock. Schmeckt überall nach diesen Dingen. Aus. Aus. Jetzt sieht man sie fast mit. Super, Maki. Gut gemacht. Ja, oh Gott. Wir haben ein paar kleine Wintertrüffel gefunden. Die hat es immer noch ein bisschen weniger und sie sind ein bisschen kleiner, aber sehr fein. Aber der Hund hat genauso viel Freude und er kann ein bisschen durch den Schnee toben, er kann ein bisschen Trüffel suchen und dann sind alle happy.